Vor kurzem war ich noch auf meiner Herbsttour durch Österreich, Schweiz, Frankreich und Italien unterwegs und habe viele Aufnahmen entlang der Route des Grands Alpes und der Westalpen mit nach Hause gebracht. Dabei erinnere ich mich besonders gerne an meinen neuen Lieblingspass, dem Col du Galibier, meine persönlich bisher größte Offroad-Herausforderung zusammen mit Thorsten und die wohl abwechslungsreichste Enduro-Tour durch Ligurien und Piemont mit Mike. Nach über 3.500 Kilometer bin ich wieder daheim und meine GS bekommt ihren wohlverdienten Service bei BMW Martin. In diesem Zusammenhang habe ich mir die neue BMW R18 für eine Probefahrt ausgeliehen und möchte meine Erfahrungen in diesem Video mit euch teilen. Thank you very much. Vielleicht kennt ihr schon meinen Bericht über die R18 mit Christian, dem Leiter Produktmanagement. Von der offenen Kardanwelle. Oder Edgar, dem Leiter Design. Wenn wir das tun, dann machen wir es mit einem Boxer oder wir machen es gar nicht. Wenn nicht, könnt ihr jetzt auf die Infobox klicken, um mehr zu erfahren. Meine Probefahrt beginnt im Voralpenland an einem der wohl letzten schönen Herbsttage, ganz in der Nähe vom Silvenstein-Speichersee. Bevor wir gemeinsam auf Tour gehen, gibt's aber erst noch ein paar grundlegende Infos zur R18. Optisch wirkt sie super klassisch, angelehnt an die BMW R5 aus 1936. Technisch hat sie alles, was ein modernes Motorrad heutzutage bieten muss. Und zusätzlich das hubraumstärkste Herz, was BMW jemals gebaut hat. Der sogenannte Big Boxer hat 1802 Kubikzentimeter Hubraum und leistet 91 PS bei 158 Newtonmeter Drehmoment. Ob diese Power wohl ausreicht, um das 345 Kilogramm fahrfertige Kampfgewicht auch etwas dynamischer zu bewegen, wie es um die Schräglagenfreiheit steht, wie die Sitzposition und das Handling im Allgemeinen ist, klären wir gleich. Was mich natürlich auch interessiert, ist der Klang, gerade in Verbindung mit dem großen Boxer und der Euro 5 Norm für Motorräder. Nicht zu vergessen die Außenwirkung. Wie kommt die R18 beim klassischen BMW-Fan und wie beim eingeschworenen Harley-Liebhaber an? Zu guter Letzt noch die Frage, ob dieses Motorrad auch für die lange Reise mit Gepäck gedacht ist oder ob lieber doch an der nächsten Eisdiele Schluss ist. Dieser Motor beschert einem nicht schon gleich ein Grinsen ins Gesicht aufgrund seiner Optik, sondern jedes Mal dann, wenn man ihn startet. Diesen ersten Wackler am Anfang, hier, schaut mal selbst. Das ist so ein gutes Gefühl. Oft kam die Frage nach dem Sound der R18 auf und ich würde sagen, er ist BMW typisch. Nicht zu aufdringlich, aber auch nicht zu leise. Und ihr müsst ja immer noch berücksichtigen, das ist hier schon ein Euro 5 Motorrad. Bin ich jetzt also hier ganz gemütlich, untertourig, 4., 5., 6. Gang unterwegs und ich ziehe dann mal so ein bisschen am Gas, dann kommt schon dieser untertourige Blubber-Sound. Halt jetzt nicht übertrieben laut, eher dezent, so dass ich halt meine Umgebung nicht zu sehr störe, aber gleichzeitig trotzdem Fahrspaß habe. Apropos Fahrspaß, ich wechsle jetzt mal von dem Modus Roll in den Modus Rock. Es gibt übrigens noch Rain, aber ich möchte jetzt mal in den Modus Rock, denn dann fährt sich das Motorrad tatsächlich nochmal ganz anders. Ein bisschen spritziger, performanter. Und kann man so ein Ding eigentlich jetzt hier um die Kurve werfen? Ich meine, wir haben 345 Kilogramm unter uns. Und ich sag euch was, das Ding fährt auch noch handlich. Macht richtig Laune. Ja, da kommt sie richtig. Schaut euch den Tacho an. Oh, lieber nicht. Das ist Wahnsinn. Angegeben ist sie mit irgendwie 180 und schneller. Ich glaube, das macht die sowas von aus dem Stegreif. Ja, da ist halt richtig Drehmoment dahinter. Über 150 Newtonmeter. Bei knapp 100 PS, das ist schon eine Ansage. Zu Beginn meiner Probefahrt stieg ich voller Ehrfurcht auf die R18.
fühlte mich aber echt schnell wohl. Unsicher war ich mir von Anfang an über die aufrechte Sitzposition, stellte aber fest, dass es trotz meiner Größe von 1,89 Meter gar nicht so unbequem war und man irgendwie fast schon sportlich auf dem Motorrad saß. Und obwohl sie so puristisch ausschaut, sie hat alle möglichen Sachen an Technik. Also natürlich ABS, eine vernünftige Bremse. Sie hat sogar hier einen Tempomaten. Womit ich nicht ganz so zufrieden bin, ist der Federungskomfort. Gerade hinten habe ich das Gefühl, dass das Federbein jede kleinste Bodenwelle sofort in mein Kreuz durchgibt. Also wenn ich mir vorstelle, auf einer schlechteren Straße zu fahren mit vielleicht ein paar Schlaglöchern irgendwo in Südtirol, da gibt es aber gratis einige Schläge für die Wirbelsäule mit dazu. Wer ein straffes Fahrwerk mag, für den ist es genau das Richtige. Aber wer so ein bisschen Komfort haben will, der kommt nicht drum rum, sich irgendwann mal hier ein angepasstes Fahrwerk einzubauen. Liebe Grüße an der Stelle an Benny Wilbers. Eine mehrwöchige Reise könnte ich mir mit ihr nicht vorstellen, einen ausgedehnten Wochenendtrip jedoch schon. Während ich dieses Video schneide, veröffentlicht BMW erste Infos zur R18 Classic. Ausgestattet mit hohem Windschild, Zusatzscheinwerfer, Satteltaschen und Fußauflagen für die lange Tour. Ich könnte mir vorstellen, dass das Line-Up der R18 in ein paar Jahren vom reinen Show-and-Shine-Bike bis hin zum Langstreckenmotorrad reichen wird. Ähnlich wie heute schon bei der R9T. Kommen wir zum nächsten Thema, Handlichkeit. Was ich bei meiner GS so schätze, ist ja der Lenkwinkel und Fahren im vollen Lenkanschlag. Ich bin auch gespannt, wie gut sie so im Standgas zu bewegen ist. Das Ding wiegt ja weit über 300 Kilo, deswegen ist das gar nicht so einfach. Großer Motor, großer Hub, aber wir probieren das mal aus. Obwohl das Bike schwer ist, kann man es mit etwas Übung und Gefühl ziemlich kontrolliert auch bei geringer Geschwindigkeit handeln. Hier kommt einem der tiefe Schwerpunkt des Boxers und die aufrechte Sitzposition zugute. Vorsicht, die R18 ist bei engen Kurven kein Kurvenräuber und die Schräglagenfreiheit reicht für höhere Kurvengeschwindigkeiten nicht aus. Langgezogene, schnelle Kurven beherrscht sie hingegen nahezu perfekt. Mittagspause. Oh, das war lecker. Aber ich bin voll. Und zusammen mit dem Bike jetzt viel zu schwer, um mich hier großartig anstrengen zu wollen. Deswegen, schaut mal, was es hier gibt. Vorwärtsgang, Rückwärtsgang. Wie für mich gemacht. Ich bin jetzt einen Tag mit dem Motorrad unterwegs gewesen und ich fühle mich jetzt schon so vertraut mit ihr. Und sie geht durch die Kurve. Bist du verrückt? Und jetzt geradeaus. Ich bin erst im 5. Jetzt ist der Sound richtig da, weil jetzt ist die Temperatur da. Ja, die braucht auch mal ein bisschen Drehzahl und alles dann. Das mag sie, das mag sie. Yes. Man kann das Ding echt durch die Kurve fahren. Das ist geil. Noch bevor meine Probefahrt überhaupt richtig losging, treffe ich auf Uli, einem leidenschaftlichen Z1 und GS-Fahrer. Das ist jetzt auch die erste? Ja, das ist die erste, die ich gesehen habe, nur auf der Messe. Das ist auch wirklich das erste Mal, dass ich drauf sitze. Ja, schön. Den BMW-Fan scheint das Ganze schon ziemlich zu überzeugen, aber wie schaut's mit dem echten Shopperfahrer aus, der nicht nur Harley-Davidson fährt, sondern die Marke lebt? Wir machen mal an, ob man deine dann noch hört. Ja, BMW möchte von Harley, von dem Markt, möchte dann ein Stückel vom Kuchen abhaben. Und ich glaube, dass einer mit dem Ding ein guter Wurf gelungen ist. Also die Basis ist gut. Es wird wieder individualisiert. Jeder wird veredeln und das beste Stück draus machen. Und die Basis ist da dazu. Also das Moped ist technisch, glaube ich, braucht man nicht reden. Ja, BMW-like. Der Motor ist einfach wie als würde jemand einfach an so einem Kabel dich wegziehen. So geil. Wahnsinn.
Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen in das Bike verknallt. Also sie macht vom Fahren her unglaublich viel Spaß, weil sie doch recht easy zu handeln ist, trotz des hohen Gewichts. Wenn ich dann aber hier in die Ferne schaue und sehe diese Berge und das, was auf dieser ganzen Welt noch so zu bereisen ist, dann ist das Budget leider schon aufgebraucht. Und meine GS wartet auf neue Abenteuer. Übrigens, die schönsten Bilder meiner Saison 2020, die gibt es jetzt zusammengefasst im DIN A3 Querformatskalender. Bestellbar bis Ende November und noch vor Weihnachten rechtzeitig bei euch zu Hause. Wie fällt das Fazit nach einem Tag mit der R18 aus? Während ich am Vormittag noch voller Ehrfurcht aufgestiegen bin, fühlte ich mich am Abend schon fast wie eine Einheit mit dem Motorrad. Was ist gut, was schlecht, was ist gewöhnungsbedürftig, was verbesserungswürdig und was ist mir einfach aufgefallen? Punkt 1, das Getriebe. Noch nie vorher habe ich bei einem BMW-Motorrad so butterweich den ersten Gang eingelegt. Das Schalten durch alle Gänge funktioniert perfekt. Leider zwar ohne Schaltassistent, aber mit ein klein bisschen Gefühl und etwas Zwischengas funktioniert das Schalten in beide Richtungen auch ohne Ziehen der Kupplung. Punkt 2, der Motor. 1+ mit Sternchen. Vom Anfahren bis zur Höchstgeschwindigkeit ist die R18 leistungstechnisch völlig erhaben. Dem hohen Drehmoment sei Dank. Hier gilt der altbekannte Spruch, nichts geht über Hubraum, außer mehr Hubraum. Punkt 3, das Fahrwerk. Versteht mich nicht falsch, mein Rücken ist top in Schuss, aber der Komfort ist meiner GS-verwöhnten Meinung nach ein bisschen auf der Strecke geblieben. Der Verzicht eines Fahrwerks mit variabler Dämpfung ist irgendwie nicht so cool und für die lange Strecke wäre sie mir schlichtweg zu hart. Punkt 4, die Sitzposition. Sie hat ihr Für und Wider. Für Personen über 1,90 Meter mag sich die Sitzposition anfänglich etwas fremd anfühlen. Später merkt man jedoch, dass die aufrechte Haltung eine aktivere Fahrweise fördert. Wer sich die R18 ausschließlich als Cruiser zum Relaxen anschaffen möchte, sollte über eine Rückenlehne nachdenken. Am Ende meiner Probefahrt empfand ich die Sitzposition zumindest nicht als störend. Die zusätzlichen Beinauflagen über dem Boxer wären für mich jedoch ein absolutes Must-Have. Punkt 5, das Design. Die Gestaltung ist bewusst klassisch und puristisch gehalten, in starker Anlehnung an alte Zeiten. Auf der anderen Seite möchte BMW Motorrad viel Spielraum für individuelle Umbauideen lassen und hat dies ja schon im Vorfeld der Markteinführung der R18 an vielen Stellen eindrucksvoll gezeigt. Letztendlich lässt sich über Geschmack nicht oder doch gerade besonders viel streiten. Ich freue mich schon jetzt auf eure Kommentare zu diesem Thema. Am Ende meiner Probefahrt hat mich übrigens besonders der abschließbare Tankdeckel fasziniert. Da wurde viel Liebe ins Detail gesteckt und hochwertiges Material verwendet. Punkt 6, Handlichkeit und Fahrverhalten. Mit am meisten hat mich die Handlichkeit dieses 345 Kilogramm schweren Motorrads beeindruckt und wie sauber man sie in die Kurve hineinsteuern kann. Die Schräglagenfreiheit ist hingegen nicht so gut, aber das habe ich für das Grundkonzept Shopper nicht anders erwartet. Spitzkehren funktionieren bestimmt, aber gefühlt eben nur in Zeitlupe. Punkt 7, der Sound. Der Klang der R18 ist ab Werk so lala. Er überzeugt mich nur dann, wenn der Auspuff schön warm ist und man ordentlich am Kabel zieht. Sorry für alle, die das jetzt nicht hören wollen, aber für mich darf so ein Motorrad gerne auch akustisch etwas wahrnehmbarer sein, um es mal vorsichtig auszudrücken. Punkt Nummer 8, die Technik. Es gibt aktuell eine kleine Liste an Extras, zum Beispiel einen Hauptscheinwerfer, der bei Kurvenfahrten eine seitliche LED einschaltet, was bei meinem Test jedoch eher so mittelmäßig viel gebracht hat. Generell ist der LED-Hauptscheinwerfer schön hell, hat eine gute Optik und auch die kombinierten Blinker und Bremslichter sind gut zu erkennen, auch wenn letztere etwas zu groß geraten sind. Die anderen Dinge wie zum Beispiel die Rückfahrhilfe, den Tempomaten oder die unterschiedlichen Fahrmodi habe ich euch ja schon im Video gezeigt. Unterm Strich kann man sagen, dass die R18 höchstwahrscheinlich ins Herz der internationalen Shopper-Fraktion aufgenommen und erfolgreich sein wird. Für den Fall, dass ich das Geld hätte, würde ich mir die R18 übrigens so konfigurieren. Sie neben meine GS stellen und ein paar Kilometer im Jahr bewegen, weil ich sie als klassisches Motorrad neben der Reise-Enduro absolut cool finde und auch einer R90 vorziehen würde. Jetzt mal ganz unabhängig davon, dass sie unterm Strich doppelt so teuer ist. Den Link zu meiner Konfiguration findet ihr übrigens in der Videobeschreibung.
Ihr kennt meinen Fokus für die nächsten Jahre und somit komme ich zum Glück gar nicht erst in die Versuchung, auf den Bestellknopf zu drücken. Das war's auch schon wieder. Solltet ihr euch jetzt für eine R18 interessieren und auch eine Probefahrt machen wollen, dann ruft doch einfach bei BMW Martin an. Die freuen sich nämlich schon auf euch. Auch ein Dank an BMW Motorrad Deutschland für die Leihgabe der Kleidung für den Dreh aus der Heritage-Kollektion. An alle Hater da draußen, dieses Video ist nicht gesponsert. Ich habe kein Geld dafür bekommen, die R18 zu fahren oder dieses Video zu machen. Ich bin einfach nur ein leidenschaftlicher Motorradfahrer, der Bock drauf hat. Walle on Tour ist auch für seinen investigativen Journalismus bekannt. Und eine Frage, die sich potenzielle R18-Fahrerinnen und Fahrer bestimmt schon gefragt haben, ist, kriegt man einen 1,8 Liter Motor eigentlich per Anschieben an? Hier geht es so ein ganz klein bisschen runter. Ich bin im 2. Gang, ziehe die Kupplung. Klar, es geht los, es rollt. Was glaubt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf den Daumen nach oben und abonniert kostenlos meinen Kanal. Jetzt noch der Abspann, dann habt ihr es geschafft. Und so geht's in der nächsten Folge weiter. Übrigens, unter walleontour.com findest du viele weitere Videos, Fotos, GPS-Downloads und auch Teile für dein Motorrad in meinem Online-Shop. Du möchtest noch näher am Geschehen dran sein und mich gleichzeitig bei meiner Reise um die Welt unterstützen? Dann werde jetzt Premium-Mitglied. Bis bald, dein Walle.